Das Internet muss weg. Und das sagt Schlecki Silberstein. Was in diesem Buch drin steht und ob das Internet wirklich weg muss, das klären wir jetzt. Kleiner Disclaimer, das Buch hat 230 Seiten. Ich werde dir das Buch nicht einfach vorlesen, sondern ich werde jetzt einfach mal 2, 3 Effekte ansprechen, die rund um das Internet, vor allem um das mobile Internet, so wie wir es auf unseren Smartphones haben, zum Problem machen. Das Buch ist auch entstanden, bevor TikTok so richtig in seiner Hochphase war. Ich muss gerade mal gucken, wann es rauskam. Ich glaube 2019. Die Auflage ist von 2018. Okay, da gab es TikTok zwar schon, aber nicht, glaube ich zumindest, aber nicht in dieser Hochphase wie jetzt gerade. Es geht um die Spur des Geldes und wie die Spur des Geldes dazu geführt hat, dass die großen Internetkonzerne Google, Apple, Facebook, Meta und so weiter dieser Spur gefolgt sind. Und das auf den Plattformen, auf den Social-Media-Plattformen, es ist kein Geheimnis, da geht es ziemlich unsozial zu. Und der Grund, warum es auf diesen Plattformen unsozial zugeht, ist, die Betreiber wollen natürlich, dass wir uns lange auf der Plattform aufhalten. Und Hass und Hetze und schlechte Laune scheint anscheinend besser dazu geeignet zu sein, Menschen auf der Plattform zu halten, als Bilder von Babyhamstern oder sowas. Das ist an sich traurig, aber so ist es nun mal. Und ich bin durchaus gewillt, den Internetkonzernen zu glauben, zumindest den großen, dass sie ursprünglich mal mit guten Absichten angetreten sind. Also ich glaube wirklich, dass Don't Be Evil von Google, dass das mal ernst gemeint war. Aber egal, ob es mal ernst gemeint war, die Geister, die die Internetkonzerne gerufen haben, die werden sie nicht mehr los. Das ist also ein Akteur, die bösen Internetkonzerne. Den anderen Akteur Geld habe ich gerade schon angesprochen, jetzt kommen noch die Nutzer dazu. Wenn Leute online miteinander reden, in Kommentarspalten zum Beispiel, und in Facebook ist das ja viel, viel schlimmer als hier auf YouTube, und auf Twitter oder X muss es auch ganz furchtbar sein. Ich bin zum Glück seit einem Dreivierteljahr oder Jahr nicht mehr dort, deswegen man hört Schreckliches. Und das liegt am Online-Disinhibition-Effekt, also der Online-Enthemmungseffekt. Denn da kommen 3 Dinge zusammen. Das eine ist, du genießt eine gewisse Anonymität. Vielleicht hast du einen Klarnamen, vielleicht hast du auch ein Bild von dir, aber trotzdem 2 Leute, die sich im Internet begegnen, mit vermeintlich real klingenden Namen, Profilnamen, mit vermeintlich realen Bildern, die zu dem Profil gehören, die sind sich trotzdem hinreichend anonym. Und es ist nicht nur die Anonymität, denn wenn ich in eine fremde Stadt, in einen Supermarkt gehe, bin ich auch anonym. Da werde ich trotzdem nicht mit Beleidigungen um mich werfen. Warum nicht? Naja, weil ich den Leuten in die Augen schauen müsste. Das muss ich online nicht. Und ich habe Asynchronität. Diese Entzerrung, weil es eben keine Echtzeitkommunikation ist, sondern einer chattet, also kommentiert, andere Person Gegenkommentar und dann geht das immer so weiter und da ist ein bisschen Zeitverzug dazwischen. Und diese 3 Dinge, Anonymität, fehlender Augenkontakt, also Unsichtbarkeit in einem gewissen Sinne und die Asynchronität, die sorgen dafür, dass die Leute so richtig, richtig enthemmen. Wenn sie nur enthemmen würden, würde man sagen, okay, wir schalten die Kommentarspalten ab und die Welt ist in Ordnung, aber auch die Leute, die habe ich eben hier hingepackt, aber auch die Leute folgen der Spur des Geldes. Und die Spur des Geldes ist, wer Clickbaits online bringt, mit reißerischen Titeln, wo voll die Lüge drin steht, aber die Leute klicken drauf, weil sie wissen wollen, also, was auf Facebook unglaublich gut funktioniert, und es ist erbärmlich, dass das so ist Politiker-Bashing. Also auf Facebook funktioniert es unglaublich gut zu sagen, was die Ampel jetzt wieder gemacht hat. Okay, Ampel gibt es jetzt seit einigen Monaten nicht mehr, aber du verstehst das Prinzip. Wenn ich jetzt noch lüge, dann habe ich den Artikel, der total oft geklickt wird. Und wenn ich jetzt mein Geld damit verdiene, also ich tue es nicht, aber wenn ich jetzt mein Geld damit verdienen könnte, indem ich im Internet Lügen in Blogform gieße und dann auf Facebook drauf verlinke und dann über die Werbebanner so richtig viel Geld verdiene, kann ich es dann jungen Leuten verübeln, dass sie sich das X-fache eines typischen Jahresgehalt mit solchen Lügenblogs verdienen? Ja, okay, doch, ich kann es ihnen übel nehmen und sie sollten es nicht machen und sie gehören an den Ohren gezogen und der Hintern versohlt. Aber irgendwie können wir nachvollziehen, wie das Geld auch diese jungen Leute, vielleicht sind es auch ältere Leute, wie das Geld auch diese Leute verdirbt. So, apropos junge Leute. Die nächste Sache, die das Internet verändert, ist das Thema Kommunikation. Hier drin wird die Theorie aufgemacht, dass die Leute, die jungen Leute, die Gen Z und so weiter,
dass die Fähigkeit verliert, in Echtzeit authentisch mit Leuten zu kommunizieren. Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich sowas lese wie die Leute von heute oder die jungen Leute von heute können nicht mehr, einfach weil wir das seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten wird über die Jugend von heute geschimpft und dass wir in unserer eigenen Jugend ja noch viel besser waren. Und ich bilde mir natürlich ein, dass in meiner Jugend, als ich einen Gameboy hatte, aber kein so Smartphone, wie das Kinder heute haben, ganz schön viele Fingerabdrücke, dass mich das zu einem besseren Jugendlichen gemacht hat. Ja? Dass ich also als Kind nicht so verdorben war. Ich habe angeblich noch die ganze Zeit draußen gespielt und bin auf Bäume geklettert. In meiner Erinnerung war das auch so. Und das macht heute ja kein einziges Kind mehr. Also man schimpft so viel auf die Jugend, weswegen ich immer sehr vorsichtig bin. Aber es gibt das Buch, wie heißt es? Irgendwie Reclaiming Communication oder sowas. Und da ähm, wird aufgemacht, dass junge Leute den Stress, also Sorge vor Echtzeitkommunikation haben. Warum? Eine Echtzeitkommunikation kann ich nicht kontrollieren. Wenn ich mich mit dir jetzt irgendwo treffe und wir tauschen Standpunkte aus, dann muss ich ziemlich ad hoc reagieren. Ich muss in der Lage sein, deine Mimik und deine Gestik zu lesen, darauf zu reagieren. Wenn ich jetzt aber mit dir mich darauf einige, dass wir das Spielfeld in einen WhatsApp-Chat verlagern, dann habe ich immer ganz viel Zeit, drüber nachzudenken, was ich schreibe. Es ist einfacher, entspannter, es ist auch missverständlicher, aber ich glaube, das Stichwort Sorge vor Echtzeitkommunikation, weil ich die nicht kontrollieren kann, ich glaube, da können wir uns alle reinversetzen. So, das ist jetzt der Schweinsgalopp durch ungefähr diesen Teil des Buches hier. Es ist wirklich lesenswert, auch wenn es jetzt schon 5, 6, 7 Jahre auf dem Buckel hat. Also mir hat das Lesen großen Spaß gemacht, auch wenn ich zwischendurch immer wieder gedacht habe, oh, wir sind alle verloren. Ich weiß nicht, das Internet muss weg. Ich sag mal so wie es ist, so kann es nicht bleiben. Aber das Gute ist, Schlecki gibt 8 Tipps, wie man doch irgendwie damit umgehen kann. Hier sind die 8 Tipps. Das erste ist, begreife Nichtstun als spirituellen Zustand. Also wenn du die Langeweile an sich kultivierst und den Sinn und Mehrwert und die heilende Wirkung von Langeweile für dich erkennst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gelangweilt zu deinem Smartphone greifst und dann irgendwie durch TikTok oder sowas oder Instagram durchbrauchst, diese Wahrscheinlichkeit ist gesunken. Tipp Nummer 2, nimm dir feste Kommunikationszeiten. Das heißt, statt sich da was raussuchen, eine kleine Karte, statt ständig du kennst ja unser Kartenspiel, mehr dazu später nochmal, statt ständig dem Notifikationsnerv, wird's nochmal scharf, nee, aber du kannst ihn erkennen, statt dich ständig vom Notifikationsnerv triezen zu lassen, weil permanent eine Benachrichtigung eingeht, über neue Nachrichten auf WhatsApp, E-Mail und so weiter, stattdessen liest 2 oder 3 Mal am Tag deine Nachrichten. Es wird nichts Schlimmes passieren, wenn du mal eine Stunde nicht per WhatsApp erreichbar bist, aber das nimmt dir so viel Druck. So, dann nächster Tipp, Read Later Apps. Und die Read Later Apps, die besiegen den Scroll-Suchtling. Ne? Also statt ständig zu scrollen und alles Mögliche zu lesen, scrollst du ein bisschen, suchst dir 2, 3 Artikel raus und speicherst dir die Artikel ab, um sie später zu lesen. Aber dann geht's zurück ins wahre Leben. Dann nächster Punkt, die eigene Filterbubble gut kennen. Das heißt, wisse, dass wenn du dich auf Facebook einloggst, dass dein Facebook anders aussieht als das Facebook von einer anderen Person. Also 2 beliebige Leute, die sich jetzt zur gleichen Zeit auf Facebook einloggen, sehen eine komplett unterschiedliche Startseite. Ja? Du denkst aber, die Welt würde so ticken und das muss dir einfach bewusst sein. Dann nächster Punkt, Skepsis gegenüber Fake News. Also ich habe mir mittlerweile angewöhnt, jeden Artikel, den ich auf Facebook sehe, ich glaube ihn nicht. Ich gehe erstmal davon aus, dass er falsch ist, übertrieben ist und so weiter. Wenn ich was auf der Tagesschau sehe oder in anderen großen etablierten Printmedien, dann vertraue ich denen, weil da steckt eine gewisse Recherchearbeit dahinter. Aber alles, was sein Geld damit verdient, reißerisch zu sein, dem glaube ich nicht mehr. Dann, nächster Punkt, Feedback von Fremden meiden. Warum? Weil mir jede Menge Leute, jede Menge Gemeinheiten an den Kopf werfen, wenn ich mich im Internet offenbare. Aber das sind Leute, nach deren Meinung hätte ich nie gefragt. Also nimm keinen Ratschlag oder nimm keine wertende Meinung zu deiner Person an,
von Leuten, die du nie um Rat gefragt hättest und die jetzt aber der Meinung waren, sie müssten ihren Kommentar in die Kommentarspalte erbrechen. Gut, dann sehr gut gefallen hat mir: Texten ist Silber, Reden ist Gold. Natürlich kannst du eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Du kannst aber auch mit der Person reden. Reden schlägt Texten. Weiß, nicht jeder will zu jedem Zeitpunkt angerufen und unterbrochen werden. Ich sage ja auch nicht, dass du jeden Hirnfurz, den du hast, sofort in ein Telefonat gießen musst. Du musst aber auch nicht jeden Hirnfurz, den du hast, sofort in eine WhatsApp-Nachricht gießen und jemandem schicken. Also zelebriere die echte Rede, auch wenn das eine Echtzeitkommunikation ist, die du schwerer kontrollieren kannst als den WhatsApp-Chat. Und dann der letzte Tipp, hat mir auch gut gefallen: der Gefahr ins Auge blicken. Wenn du ins Internet gehst, wenn du eine App öffnest, wenn du eine Social-Media-App öffnest, dann wisse einfach, dass du gerade auf einem ganz, ganz schmalen Bergpfad unterwegs bist, wo es rechts und links ganz steil bergab geht. Und ein Tritt kann dich sofort ins Jenseits befördern oder zumindest gibt dir eine ziemlich schlechte Zeit. Wenn du dir darüber bewusst bist, was du da gerade tust, wenn du das Internet so konsumierst, wie du Schokolade, Alkohol und Tabak konsumieren solltest. Okay, also Schokolade, Alkohol und Tabak sollte man eigentlich am besten gar nicht konsumieren, aber ich schuldig, zumindest was die Schokolade angeht, ich konsumiere auch Schokolade, aber wie komme ich aus dem Vergleich wieder raus? Tu es verantwortungsvoll. Ja? Also, don't drink and drive kriege ich jetzt nicht auf Social Media übertragen. Deswegen weiter zum letzten Punkt, denn wenn du das Video bis hierhin geschaut hast und dich 13 Minuten oder so mit meinen Ausführungen zu dem Buch gequält hast, dann ist die Chance ganz gut, dass du dich für digitale Achtsamkeit interessierst. Und ich habe dir eben schon die ein oder andere Monsterkarte hochgehalten. Das ist Teil des Kartenspiels Digitale Achtsamkeit, Bosodo. Ich blende dir ein, wo du das bekommen kannst. Und das ist ein argumentatives Lernspiel, wo du die Gefahren des digitalen Lebens, die digitalen Monster der Reihe nach kennenlernst. Und, das ist das Besondere, nicht nur die Gefahren kennenlernst, sondern auch Strategien lernst, wie man diese Monster denn wieder besiegen kann. So, und zurück zur Ausgangsfrage. Muss das Internet weg? Es gibt den schönen Spruch: wer das Schiff erfunden hat, hat auch das Schiffswrack erfunden. Das Internet hat für ziemlich viele Wracks gesorgt. Also das Internet muss nicht weg. Das Internet kann bleiben. Wir müssen aber dringend lernen und dringend besser darin werden, mit dem Internet umzugehen. Es ist gekommen, um zu bleiben. Ich würde sagen, diese Monster sind gekommen, um sie zu besiegen.